Hi, ich verrate dir ein Geheimnis in diesem Video. Das Geheimnis der Veränderung. Ich habe 110 Kilo abgenommen und das war nicht nur ein Triumph über die Schwerkraft. Ich meine, es war immerhin das Gewicht eines kleinen Nilpferds, aber es war vor allem eine Reise zu mir selbst, wie abgedroschen das auch klingen mag. Ja. Liebe dich selbst, finde dich selbst, reise zu dir selbst. Was heißt das aber überhaupt? Also auf dieser Reise bin ich mindestens 3 verschiedenen Menschen begegnet. Denn die Person, die du warst, die du bist und die du sein wirst, sind 3 völlig unterschiedliche Geschöpfe. Und ich verwende das Wort Geschöpfe bewusst, denn wir Menschen können erschaffen. Wir können die Dinge erschaffen um uns herum und auch uns selbst. Denn wenn wir das nicht könnten, dann könntest du mich jetzt nicht sehen. Dein Laptop, dein Handy, der Tisch, an dem du sitzt, das Auto, in dem du fährst, das Flugzeug, in dem du in den Urlaub fliegst, die Brille auf deiner Nase. All das waren irgendwann einmal nur Ideen in den Köpfen von Menschen. Hier nur ein paar Beispiele von praktischen Dingen, die sich Frauen ausgedacht haben. Die Papiertüte, Papiersackerl, sagt man in Wien. Den Geschirrspüler, den Scheibenwischer, den Kaffeefilter. Die Liste ist lang, drück auf Pause, schau dir das gerne mal genauer an. Die Vorstufe von Bluetooth, Einwegwindeln und so weiter und so weiter. Auch die Männer waren natürlich fleißig. Das, was im Großen passiert, funktioniert auch im Kleinen. Also, warum sollte das bei dir anders sein? Wenn eine Schneeflocke so perfekt in ihrer Form sein kann, wie könnte es dann sein, dass wir Menschen es nicht sind? Auch mit 180 Kilo. Auch mit all den schlechten Dingen, die passieren. Ich habe erkannt, dass mein Körper ein Kunstwerk ist. Ich weiß nicht, wer von euch mal bei der Körperweltenausstellung war. Perfektion. Und so ist es mit dem kleinen Blatt, so ist es mit dem Wassertropfen, so ist es mit einem Kristall, was auch immer. Sieh dich um. Und auch das Leid ist perfekt. Und das ist sehr schwer zu verstehen. Ich möchte dir in diesem Zusammenhang 3 inspirierende Menschen vorstellen, die selbst die härtesten Herausforderungen überwunden haben. Stephen Hawking revolutionierte die Physik mit Entdeckungen über schwarze Löcher, trotz und wegen seiner ALS-Erkrankung. ALS ist eine Krankheit, die zu fortschreitender Muskellähmung führt und schließlich zum Tod führt. Malala Yousafzai, sie kämpfte mutig für die Bildung von Mädchen in Pakistan und ihr wurde von der Taliban in den Kopf geschossen, aber sie überlebte und machte mutig weiter. Sie erhielt 2014 den Friedensnobelpreis. Und Samuel Koch, der brach sich sprichwörtlich das Genick bei einer Wetten-dass-Show. Seitdem ist er kopfabwärts gelähmt. Und auch er ließ sich nicht entmutigen. Heute ist er ein erfolgreicher Schauspieler, Autor und Motivationsredner, der vielen Menschen Hoffnung gibt. Und diese Persönlichkeiten, sie zeigen uns, dass selbst die größten Herausforderungen uns nicht davon abhalten können, Großes zu erschaffen. Ich war einmal eine Wackelpudding-Persönlichkeit. Und dieser Wackelpudding musste mir wichtige Dinge beibringen. Bei der kleinsten Kritik bin ich erzittert. Ja, habe mich natürlich cool nach außen gezeigt, aber in Wirklichkeit bin ich innerlich gestorben und habe mir die nächsten 30 Kilo hochgefressen. Aber wichtig ist, wer möchtest du sein? Und ich kann euch sagen, es gibt einen Weg. Wird nicht mein Weg sein, aber es gibt viele Wege nach Rom.
Melde dich für meinen Newsletter an, die Verlinkung findest du unten. Du erhältst sofort meine 7 besten Mindset-Tipps, um wieder die Kontrolle über dein Essverhalten zu gewinnen. Auch erhältst du wöchentlich Tipps, um deine innere Superheldin zu entdecken. Tipps, die dich bei deiner Veränderung begleiten und stark machen. Bis bald!